Unser letzter Abend am Rande der Zivilisation mit ihren asphaltierten Straßen, Tankstellen und Einkaufsmöglichkeiten. Unsere wichtigsten Vorräte für die Reise waren unsere üblichen 100 Liter Wasser, 360 Liter Benzin, also 140 Liter zusätzlich und für 8 Tage Futter für die Hunde, 24 Kilo Hühnchen. Unser erstes Ziel ist Vallata. Ab nun geht es auf Pisten immer weiter in die Sahara. Und keine Sorge, die Sahara Mauretaniens ist abwechslungsreicher, als man erwarten würde. Allerdings nur nicht auf dem ersten Abschnitt bis Vallata. Einzig die Tiere bringen Abwechslung. In der Nähe von Nema trifft man auch noch auf Rinder, später nur noch auf Ziegen, Esel und vor allem Dromedare. Und ganz so fern von der Zivilisation ist man auf dieser Piste auch noch nicht. Es gibt sogar Verkehrszeichen. Und schließlich erreichen wir Vallata. Vallata befindet sich im Südosten Mauretaniens und zählt zu den UNESCO-Weltkulturerbestätten, neben Ouadane, Tichit und Chinguetti. Vallata war ein sehr wichtiger Knotenpunkt für den Salz- und Goldhandel und auch ein Treffpunkt für Pilger nach Mekka. Die Koranschule Vallatas war mehrere Jahrhunderte lang die führende in Westafrika und auch heute noch werden jährlich 20 Schüler unterrichtet. Aber heute ist Vallata vor allem für seine Kunst bekannt. Für die mit symmetrischen Ornamenten bemalten Türen und Häuser. Unser Timing war leider etwas ungünstig. Freitagnachmittag. Alles war geschlossen, niemand zu sehen, bis auf die Polizeistation. Dort meldeten wir uns ab für die Fahrt nach Tichit. Wir fahren die Piste Richtung Westen. Da es schon Nachmittag ist, campen wir unweit von Vallata, neben einem ausgetrockneten Flussbett. Wir erkunden mit den Hunden wieder die nahe Umgebung. Am nächsten Morgen geht es weiter Richtung Osten. Die Landschaft wechselt zwischen karger Steinwüste, Bereich mit hohen Bäumen und Büschen,
Grasland mit kleinen Büschen und Sanddünen. Und immer wieder beeindruckende Berge. Und überall trifft man auch auf Menschen oder ihre Tiere. Überall sieht man in der weiten Ebene Dromedare. Und auffällig ist, dass fast immer ein weißes Tier dabei ist. Warum das so ist, merkt man schnell. Ein weißes leuchtet geradezu. Die braunen Dromedare verschwimmen dagegen mit ihrer Umgebung. Menschliche Spuren kann man immer wieder entdecken, wie diese auffälligen Steinformationen, bei denen es sich wahrscheinlich um Gräber handelt. Als wir ein Dünenfeld durchqueren mussten, nutzten wir die Gelegenheit und machten eine Kaffeepause. Für die Hunde sind die Dünen ein toller Spielplatz zum Toben. Auch bei Ziegenherden bevorzugt man weiße Tiere. Wenn die Anzahl der Tiere in einer Gegend zunimmt, dann ist der Grund oft ein Brunnen. So tief in der Sahara, fern von Straßen und Tankstellen, hat das Dromedar immer noch eine bedeutende Rolle. Aber das bedeutet nicht, dass Autos nicht genutzt werden. Im Vergleich zu Ralfs letzter Tour zu den Elefantenfelsen Anfang 2020 sahen wir sogar sehr viele Autos. Damals hat er kein einziges Auto zwischen Tichit und Nema gesehen und das einzige Auto in Tichit war das Polizeiauto. Und nun haben wir noch nicht einmal die Elefantenfelsen erreicht und haben bereits über ein Dutzend Autos gesehen. Allerdings nur einheimische. Die letzten ausländischen waren die LKWs aus Mali. Europäische Fahrzeuge haben wir bewusst auf der ganzen Strecke seit der Grenze Diama nicht mehr gesehen. Unser Weg führt uns einen sandigen Hang hinauf auf ein Plateau. Oben angekommen gefällt es uns so gut, dass wir unser Lager aufschlagen. Und wir sind wieder vollkommen alleine und die Hunde dürfen toben. Sie bekommen reichlich zu trinken und wir gönnen uns einen Kaffee. Ich ungestörter als Ralf. Ralf füttert die Hunde und alles, was Ralf in den Händen hat, ist potenziell essbar.
Vor allem für Loki, der im Gegensatz zu Neo und Lovin wirklich Kaffee mag. Und so wird Ralph etwas penetrant von 4 Schatten verfolgt. Im Gegensatz zu den Hunden hat Ralph noch keinen Feierabend. Ralph checkt jeden Abend das Auto. Er überprüft den Reifendruck und ob das Auto irgendwo Öl verliert. Und täglich hat Ralph nachgetankt. Nicht weil der Tank leer war, sondern damit wir keine Kanister mehr im Innenraum haben. Im Schnitt lag unser Verbrauch bei 26 Liter pro 100 Kilometer. Wobei dieser Wert verschlechtert wurde durch einen technischen Defekt, den wir leider erst sehr spät in Dakkla entdeckt haben. Ein Blindstopfen am Vergaser war unerklärlicherweise verloren gegangen. So verloren wir im schweren Gelände immer wieder Benzin und später war der Verbrauch auch im leichten Gelände und auf Asphalt überdurchschnittlich hoch. Deswegen haben wir uns in Dakkla dann auf Fehlersuche begeben, aber damit hatten wir nicht gerechnet. Aber schließlich können wir gemeinsam den Abend genießen. Manche mehr, manche weniger. Sand im Auge ist nicht so schön, aber natürlich haben wir gleich geholfen. Und so endete dieser Tag mit einer ruhigen Nacht mitten in der Sahara. Am Morgen erkundeten wir die felsige Landschaft mit den Hunden. Und schließlich ging es wieder weiter, Richtung Osten. Vorbei an Felsen mit Gesichtern. Und auch hier entdeckt man immer wieder Menschen. Und nun nähern wir uns einem sehr wichtigen Abschnitt dieser Fahrt. Da es in diesem Bereich weichen Sand und auch Stellen mit Tiefsand gibt, lassen wir noch einmal die Luft ab. Wir müssen auf das benachbarte Plateau und es gibt nur einen Weg, den Enji-Pass. Bisher konnte man recht frei Richtung Osten fahren, aber nun müssen wir genau auf unsere Karte achten. Und nun folgen wir dem Tal Richtung Enji-Pass.